Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker und Autor und ich habe heute wieder eine Folge vom QS-Tag 2025 mit im Gepäck. Bei mir zu Gast war Thomas Fehlmann. Er ist Experte für Six Sigma und Quality Function Deployment, kurz QFD. Mit diesen Methoden unterstützt er nun seit Dekaden Unternehmen zu mehr Qualität und mehr Erfolg. Wir haben darüber gesprochen, wie man Customer Needs mit Quality Function Deployment in konkrete Tests übersetzt, welche Rolle kausales Denken gegenüber den heutigen LLMs spielt und wie sich das in Software und Fahrzeugentwicklung praktisch nutzen lässt. QFD war für mich bis jetzt Neuland, da hat sich für mich eine komplett neue Wollwelt erschlossen. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Danke vielmals, Richard. Also ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich auch total. Wir haben ja hier QS-Tag in Frankfurt. Es ist jetzt gerade die Abschluss-Keynote jetzt noch und dann ist die Veranstaltung zu Ende. Dann können wir versuchen, alle nach Hause zu kommen. Das wird wie immer spannend, aber die Tagung war sehr, sehr interessant. Ja. Und ich habe eine Menge gelernt. Ja. Und ich habe sogar eine tolle Idee noch für ein weiteres Kapitel in meinem neuen Buch. Ah, das ist schön. Da sind wir schon gespannt drauf. Ja. Und du hast ja selber auch einen Vortrag hier gehalten. Genau. Und da waren so Stichworte drinnen wie Customer Needs und Quality Function Deployment und KI. Hol uns da mal rein. Worum geht es denn bei dir da? Also mir geht es in erster Linie darum, die KI, so wie wir sie heute sehen mit den LLMs, kann halt keine Ursache-Wirkungsanalyse. Das fällt ihr sehr, sehr schwer, ungefähr so schwer, wie es uns Menschen überhaupt auch fällt, weil wir ein bisschen ähnlich funktionieren mit unserem neuronalen Netzwerk da oben, oder? Und wir sind gerne bereit, etwas zu sagen, frei, von der Leber weg, mit gutem Bauchgefühl und so weiter. Und nachher sollten wir uns dann überlegen, ja, Moment einmal, was habe ich eigentlich genau gesagt? Ja. Manche Menschen reden zuerst und überlegen dann nachher, aber man kann es auch umgekehrt machen. Aber auf jeden Fall, wenn ich nachher gechallenged werde, also was willst du da wirklich? Warum soll jetzt wirklich der Kundennutzen im Zentrum des Testens sein zum Beispiel? Dann komme ich auf Ursache-Wirkung. Und ich erkläre das mit Ursache-Wirkung. Ist mühsamer als einfach vom Kundennutzen zu schwärmen. Aber es hilft erstens einmal, dich, andere, wer auch immer, zu überzeugen. Und es ist eben auch sehr wichtig, weil man auf die Weise auch merkt, was man selber noch nicht gesehen hat oder worauf es ankommt oder dass man einen Fehler gemacht hat, kommt auch vor, oder? Man hat vielleicht irgendetwas geglaubt, ja, das sei ganz einfach zu machen. Nee, ist es halt nicht. Also beispielsweise gerade zuletzt hatten wir Explainable AI, oder? Also erst war ein Amerikaner, also erklärbare KI. Und das ist ja genau das, was die KI nicht kann. Wie soll sie erklären können, wie sie darauf kommt? Denn sie hat ein neuronales Netzwerk. Neuronale Netzwerke kennt man seit seit 80 Jahren eigentlich so ungefähr. Und von denen weiß man, dass sie sehr gut sind im Dinge erkennen, aber halt eben nicht so gut in der Logik, in der Erklärung von Dingen. Und vor allem, wir wissen auch nicht, warum wir auf etwas gekommen sind. Ja. Wir müssen uns das nachher nacherklären. Und natürlich jetzt im Hinblick darauf, dass die Schweiz sich versucht, als in die Vorfront des künstlichen Intelligenz zu stellen, und zwar genau mit solchen Maschinen, die eben auch Kausalitäten berücksichtigen. Also eine dieser Kausalitäten ist halt Quality Function Deployment, weil dort hat man zum Vornherein immer gesagt, wir wollen wissen, an welchen Dingen hängt es, dass zum Beispiel eine Funktionalität einem Kundennutzen unterstützt. Also das lässt sich natürlich an einfachen Beispielen machen.
möchte ich meine Kaffeemaschine eben so einstellen, dass sie mir einen guten, starken Kaffee macht. Da brauche ich diese Einstellungsmöglichkeit und die Kaffeemaschine muss eben solche Funktionalitäten haben, dass sie mir einen guten, starken italienischen Kaffee macht und dann bin ich nachher als Kunde zufrieden. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn da immer nur so ein amerikanisches schwarzes Wasser rauströpfelt, dann bin ich unzufrieden und werfe die Kaffeemaschine weg und vom Hersteller will ich nie mehr was hören. Ja. Also du sagst, kannst du uns nochmal so ein bisschen die Quality Function Deployment, das ist ja jetzt ein Konzept, gibt es ja schon etwas. Kannst du das nochmal für uns so in einem Begriff oder in ein paar Sätzen zusammenfassen? Ist das eine Methodik, ist das ein Schema oder ein Modell? Also wer AI kennt, der erkennt Quality Function Deployment sofort wieder, weil wir nutzen Matrizen. Also wir schauen eigentlich an diese Querverbindungen schauen wir nach. Wir versuchen etwas so zu optimieren, dass es mit dem kleinsten Aufwand den allergrößten Nutzen ergibt. Und das sind in unserem Fall machen wir Matrizen, die sind vielleicht 12x20 groß. Das ist dann schon eher sogar eine etwas größere Matrix. Und was da reinkommt, sind dann die messbaren Beiträge. Das ist nicht immer ganz einfach. Also gerade wenn ich jetzt wieder sage Kundennutzen, dann wissen wir natürlich, dass der Kundennutzen letztlich etwas ist, das man zwar messen kann, aber das nicht so ganz einfach dann umzulegen ist. Also wenn ich irgendeine Funktion habe, welchen Kundennutzen genau bringt das? Nicht immer einfach. Also wir sind weit davon entfernt, QFD maschinell machen zu können. Aber wenn wir schon künstliche Intelligenz machen und zum Beispiel LLMs und eigentlich machen wir dieselben Verfahren wie beim QFD, dann wäre es eigentlich ein leichtes, eben diese Vorgehensweise Ursache-Wirkung auch auf die AI abzubilden. Deswegen also die Vorstellung von Modellen, die eben sowohl die LLM-Funktionalität mit der Wahrscheinlichkeiten kombinieren mit Ursache-Wirkung. Das ist, wie gesagt, was im Moment wird in der Schweiz an 2 oder 3 Orten danach geforscht und der eine Ort ist gerade in der Zeitung gekommen, das ist die Giotto AI in Lausanne, die hat im Moment gerade eine größere Runde Funding gemacht, weil sie denkt, mit ihrem Modell machen sie eigentlich einen großen Fortschritt. Diese Art Startups in der Schweiz haben leider eine schlechte Prognose. Also in aller Regel gehen die dann ziemlich schnell einmal in Silicon Valley oder irgendwo hin, wo es einfach einfacher ist und arbeiten dort weiter. Aber also an der ETH, wo ich schließlich auch studiert habe, sind natürlich schon interessante Ansätze. Man hat gutes Netzwerk, man hat sehr gute Leute und wenn wir jetzt noch ein bisschen Unterstützung vom Herrn Trump bekommen, bekriegen wir noch viel bessere Leute, die dann aber nur amerikanisch reden, das macht aber nichts. Und wir hoffen einfach, dass wir da auch ein bisschen einen Beitrag machen können Und wie könnte das denn konkret aussehen, wenn wir sagen, auch für Richtung Kundennutzen, wie die Anwendung von dem, wie könnten wir das so im Test, in Qualität, in der Softwareentwicklung nutzen? Also in der Softwareentwicklung ist es eigentlich ganz einfach, weil der Kundennutzen, der zieht sich eigentlich durch über die Elemente der Software. Die Elemente, die in der Software, die wir eigentlich als wichtig anschauen, sind die Daten, die da hin und her geschoben werden zwischen verschiedenen Objekten oder Modulen oder wie auch immer. Und diese Daten, wenn ich dann von KI rede, werden natürlich zu Wissen. Also es ist dann nicht nur einfach, sind dann nicht einfach Zahlen und Transaktionen oder sowas, sondern es ist dann Dinge, also Daten, die eben Wissen repräsentieren. Und da kann ich also hin und her gehen und ich habe dann also die Möglichkeit, diese Ursache-Wirkung wirklich auf physikalische, also mindestens auf messbare Art und nachvollziehbare Art reinzubekommen.
Das könnte man, wie gesagt, verbinden mit der Arbeitsweise eines LLM. Wobei bei der Arbeitsweise eines LLM ist einfach zu sagen, da wäre es schon wichtig, ein Reasoning-Modell zu nehmen, weil das Reasoning in einem LLM gibt einem nämlich genau Hinweise, welchen Weg man gehen muss, kausal, um so etwas zu erreichen. Vorteil von Kausalitätsprüfung wäre natürlich also keine Halluzinationen mehr. Ich hätte eine KI, die ich zum Beispiel zertifizieren kann für den Automobilbau, wäre wunderbar. Das jetzige kann ich nicht. Also da haben wir gerade zuletzt bei der 2 Vorträge gehört, da haben wir gesagt, also Halluzinationen sind nicht ein Fehler von LLM, sondern es ist die Architektur, die es bringt. Ja klar, das ist das Perzeptron von wie ich vorher gesagt, vor 80 Jahren. Ja. Gut. Und eigentlich bin ich im Moment daran zu überlegen, wie man das beides unter einen Hut bringt. Theoretisch ist es einfach. Theoretisch geht's. In der Praxis ist es natürlich so, dass was heute geleistet wurde von den Ingenieuren in Sachen AI, ist fantastisch und sehr schwer nachzuvollziehen im Detail. All diese Parallelberechnungen, das Auflösen großer, dünn besetzter Matrizen, das konnte man ja nicht vor 2014, oder? Als ich studierte, gab es das noch nicht. Wir waren froh, wenn wir eine 7x5-Matrize lösen konnten. Ne? Aber mit Bleistift muss ich. Also, es ist... ich denke, es ist wirklich spannend. Und da war auch ein Vortrag, der hat mir sehr gefallen. Das ist auch jemand wie ich, der eben schon vor vielen Jahren KI dachte, das sei das, was er studieren müsste. Und dann eigentlich auch durch die Winter durchgegangen ist, wo man kein Funding mehr, keine Stelle mehr hatte, wo man was anderes tun musste. Ich bin wegen KI auf QFD gekommen, weil QFD eben gerade diesen Mechanismus eben mitliefert, wie man Dinge, die weit auseinander zu sein scheinen, eben zum Beispiel, ich mache einen Test. Ja, was soll ich jetzt eigentlich genau testen? Wenn ich natürlich in der Lage bin, die Tests zu verbinden und auch zurückzuführen auf den Kundennutzen, dann habe ich eine Möglichkeit, gute Testfälle zu unterscheiden von weniger guten. Und dann, da also die Tests nicht gerade billig sind, auch mit allem AI, was man jetzt da hat, bleiben die nach wie vor einfach eine Challenge in finanzieller Hinsicht. Dazu nützen sie insofern wenig. Ich kann ein gut getestetes Auto kann ich nicht zu höherem Preis verkaufen als ein schlecht getestetes. Ja. Also es gäbe da zwar Möglichkeiten, man könnte zum Beispiel die Testdichte in einem solchen Fall könnte man als Konkurrenzunterscheidungsmerkmal durchaus in Betracht ziehen, dass man das zeigt. Aber das macht's niemand. Ja. Aus dem einfachen Grund, weil sie natürlich Angst haben. Sie müssen das nächste Autogeneration halt, oder das nächste Release, das da over the air eingespielt wird in der Garage zu Hause, dass sie das eben auch wieder ungetestet verschieben müssen, weil es einfach die zeitliche das zeitliche drängt. Und das Schönste natürlich wenn ich eben Kundennutzen nehme als Referenz dafür, welche Tests wirklich relevant sind für den Kunden. Ich habe deutlich weniger Tests, die ich machen muss. Ja, genau. Ich muss immer noch, die Security ist ganz klar, da gibt es keine Abstriche. Alles, was halt Security, Privacy und so weiter läuft, das ist gegeben. Das erwartet ein Kunde, obwohl er es einem nie sagt. Das darf er einfach erwarten. Oder wenn ich in ein Auto reinsitze, dann darf ich erwarten, dass das Ding fährt. Ja. Auf 4 Rädern und zuverlässig bremst und so weiter. Ja. Es ist ja, glaube ich, auch, gerade wenn wir auf Kundennutzen gehen, das hilft uns ja auch bei der Priorisierung der Tests einfach. Und die Tests, wenn ich sie weiterentwickle und immer wieder darauf ausrichte, werden die natürlich auch immer fokussierter auf den Kundennutzen dann. Ne? Ganz genau. Also
das kann ich nicht nur vorstellen, ich habe ein Buch darüber geschrieben, wie man Tests dann eben zum Beispiel auch personalisiert. Es ist, wenn ich jetzt mein Auto mit dem nächsten Software-Release, es kommt mir nicht auf jede Funktionalität drauf an. Viele brauche ich überhaupt nicht. Andere Funktionalitäten jedoch, die brauche ich. Und das sollte die Maschine wissen. Das ist ganz wichtig, oder? Welche Funktion brauche ich eigentlich wirklich? Und dann könnte ich zum Beispiel zu Hause in der Garage, könnte ich noch, Garage ist Schweizerdeutsch, ja. Aber jedenfalls zu Hause oder im Fahrzeugunterstand, könnte ich dann eigentlich noch eine Serie Tests auf meiner Maschine laufen lassen, die zumindest die für mich wichtigen Funktionen eben sauber testen. Also sehr personalisiert. Durchaus personalisiert, warum nicht? Natürlich, ich gebe es zu, also es entspricht nicht ganz der Vorstellung von Massenproduktion, sondern es ist eher eine Vorstellung von einer Industrie 4.0, die halt personalisiert, Individualversionen produziert. Ja. Jetzt, wenn wir jetzt so auf das KI-Thema schauen im Test, also so auch diese Kombination mit QFD, das ist ja, also es wäre ja schön, wenn das funktioniert so, wenn das so in die Praxis kommt. Ne? Wie siehst du denn da so einen Zeithorizont der Machbarkeit und so, wie sich das auch etablieren kann? Ja, da braucht es nicht so viel. Also es ist eigentlich mehr, dass wenn ich jetzt da meine Kollegen anschaue, die kennen ja alle QFD nicht. QFD wurde in Japan entwickelt, kam über ein paar Einzelköpfe kam es nach Deutschland. Wir haben ein QFD-Institut Deutschland. Es wurde bei Volkswagen wurde es intensiv und auch bei Skoda wurde es intensiv genutzt, um beispielsweise herauszufinden, dass wenn ich ein Auto baue, es einen Platz braucht für die Handtasche der Dame, die steuert. Also sonst hat man schon so Platz, aber eben die Dame sitzt immer daneben, oder? Und der Herr steuert und der hat keine Handtasche. Und diese Fälle hat die Skoda hat das richtig gemacht mit Hilfe von QFD, aber auch andere Sachen wurden bei Volkswagen und Skoda mit QFD richtig gemacht. BMW macht das auch, aber sie nennen es anders. Meistens erfährt man es eben nicht, weil es unter das Thema Produktgeheimnis geht. Also das ist nicht so ganz einfach, an diese Techniken ranzukommen. Aber wenn wir schon von AI reden, wo jedermann AI verwendet, dann kann man das ruhig auch mit einbeziehen. Ja, es ist sehr nützlich. Also ich habe in meinem beruflichen Leben immerhin 2 Firmen von ganz klein. Also wir haben angefangen mit 15 Leuten oder so. Heute ist es eine Weltfirma, die macht Farbqualität. Oder eine andere Firma, die macht Kundenkommunikation. Kein Mensch kennt den Namen, aber alle nutzen es. Alle kommen irgendwie damit in Kontakt. Und da hatten wir angefangen mit 2 oder 3 Leuten, neue Software zu entwickeln, aber immer QFD eingesetzt, um herauszufinden, was ist das Wichtigste, das wir jetzt dazufügen müssen. Und außerdem haben wir dann auch die Kunden natürlich befragt mit Net Promoter Score Methode. Und auch die Kunden sagen es einem schon. Aber man muss das herausziehen. Sie sagen, ich muss einfach Ursache-Wirkung-Analyse machen. Ich muss herausfinden, warum sind die begeistert oder sind die nicht so begeistert von meinem Produkt. Sie sagen es, aber das ist nachher genau, das sind die Informationen, die ich brauche, wenn ich die neue Feature-List mache. Also ich habe sogar damit Prospekte habe ich angeschaut und dann festgestellt, welche Projekte welche Prospekte wohl auf Interesse stoßen und welche nicht. Das war dann genau so. Was glaubst du, warum ist QFD nicht so populär, wie es eigentlich sein müsste? Weil ich meine, wir reden im Agilen immer vom Kundennutzen, von diesen Dingen, aber also... Ganz einfach. Und es gibt 2. Also
Gut, das eine ist, das ist aber ein bisschen nebensächlich, in der Softwareentwicklung muss ich, um QFD zu machen, muss ich funktionale Modelle machen. Und funktionale Modelle sind bei den Entwicklern sehr unbeliebt, weil es immer wieder Manager gibt, die glauben, aufgrund von Funktionspunkten eine Lohnskala zu machen. Also wer mehr Funktionen liefert, der kriegt mehr Geld. Das ist natürlich ein absoluter Schwachsinn, wenn ich an Softwareentwicklung denke. So läuft die Softwareentwicklung einfach nicht. Aber das andere Hauptproblem ist die Größe der Matrizen. Also wenn ich eine Matrix mache, wo ich zum Beispiel 20 User Stories mit 25 Test Stories vergleiche. Also Test Story ist so eine Sammlung von Testfällen, die irgendwie zusammenhängen, businessmäßig, Business Case mäßig. Dann bin ich schon langsam am Anschlag. Aber wie ist die Wirklichkeit? Wir haben 1000 User Stories und wir haben 5000 Test Stories. Und die kriege ich auf diese Matrix so nicht mehr rein. Deswegen die Erfindung von 2014, die ist entscheidend, dass wir endlich gelernt haben, mit so großen Matrizen zu rechnen. Ja. Nur eben, damit machen wir im Moment LLMs und nicht Quality Function Deployment. Könnte man ändern, Ja gut, das ist ja, ich meine, das ist ja ein Thema, du sagst ja auch, es gibt ja auch Forschung da in die Richtung weiterzumachen und auch zu entwickeln, ne? Also das, vielleicht kommt es ja noch, ne? Also das vielleicht kommt es ja noch, so von Forschung weiß ich nichts. Sorry, Forschung, QFD, es wird in Aachen gemacht an der Hochschule und in Stuttgart in der Ökonomie. Also das sind die beiden einzigen Orte, die ich jetzt noch kenne, akademische Orte, wo Forschung gemacht wird. In Aachen machen sie zum Beispiel so herzige kleine Elektroautos damit. Kriegen damit aber natürlich auch nicht die finanzielle Frage unter Kontrolle. Das ist dasselbe wie bei der Schweizer AI. Also wer finanziert dieses ganze Building Up? Oder? Genau. Das ist natürlich auch in Aachen. Konnte man das nicht mit QFD lösen. Du hast ja schon auch erwähnt, ich möchte ja gerne noch ein bisschen Dienst, weil ich weiß gar nicht, also du hast ja auch Bücher geschrieben und so. Willst du da mal kurz noch ein bisschen, was kann man denn daraus noch ziehen? Also das eine Buch ist über Managing Complexity und behandelt in erster Linie den Einsatz von Transferfunktionen für Six Sigma. Denn ich war 20, 30 Jahre lang habe ich immer wieder Six Sigma, Master, Black Belt und so weiter, also Firmen in die Produktion begleitet und ihnen geholfen, die Variationen zu minimieren. Und das machen wir mit Transferfunktionen. Also eine Transferfunktion ist etwas ganz, ganz Simples, Einfaches. Wenn Sie beispielsweise mit Ihrem Handy Musik hören, dann ist dahinter eine Transferfunktion, die digitale Information über also das MP4-File oder MP3-File umsetzt in akustische. Das ist eine Transferfunktion. Dasselbe gibt es auch auf kosmischer Ebene. Wenn Sie herausfinden wollen, ob es irgendwelche Exoplaneten gibt, sind Transferfunktionen, weil Sie die Exoplaneten nicht direkt messen können. Sie können nur die Wirkung messen, die sie hat. Oder? Und dann müssen Sie wissen, wie eben die Wirkung zustande kommt. Also Sie müssen die Gravitationsgesetze kennen. Das ist genau dasselbe. Wir müssen auch die Gesetze kennen, wie wir Funktionalitäten in der Software einbringen, ist genau dasselbe. Letztlich ist es auch dasselbe in AI mit den lernenden Systemen, also wie wir diese Trainingssets machen und sie diese ursprünglichen Trainings durchführen oder Reinforcement Learning machen. Wir in diesen allen Fällen wissen wir es eigentlich nicht so genau, was da dahinter steckt. Wir müssen herausfinden, welche Ursachen sind es. Die Wirkungen können wir dann vielleicht beobachten. Hoffentlich. Ja, sehr spannend. Thomas, vielen lieben Dank. Ich finde das mal einen guten Einstieg, mal ganz anderen Blick auch darauf zu bekommen. Das ist, glaube ich, für uns Tester auch mal so ein bisschen ein Shift in dem ganzen Thema und was da möglich ist und da mal auch drüber nachzudenken und auch diese Problematik zu lösen. Wie kann man den Kundennutzen denn eigentlich wirklich dann auch rausziehen, mappen mit unseren Tests? Ne? Wie kann KI da helfen? Und die Zusammenhänge fand ich sehr spannend. Ich danke dir schön, dass du da warst. Ja, danke vielmals. Ich wünsche dir heute noch viel
ja, Glück bei der Heimreise. Ja, das brauche ich. dass wir das schaffen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Ja. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Danke, ja.